Wir sind heute wieder im Bunker. Nachteil der ganzen Geschichte, wir fliegen morgen wieder. Wohin die Reise geht, vor dem nächsten Video. Heute geht es aber in erster Linie um die Rückenzerpflückung. Und auf die habe ich maximal Bock, ich muss sagen. Obwohl Stefan die Kalorien gut nach unten gezwirbelt hat und das Gewicht auch gut droppt. Ich dementsprechend auch nicht ganz so prall und voll bin wie in der Offseason. Hilft da eine Sache extrem, das ist das positive Mindset, Freunde. Und mit dem positiven Mindset und hier einer guten Crew am Start, die hier gerade mal Reiswaffeln essen ist, der Chef höchstpersönlich hier sich gerade irgendein Meal in die Mikro gemacht hat, das für mich gerade riecht wie oben Triple Cheeseburger Smash von Goldies. Das bringt einen hier auf jeden Fall immer noch mal auf andere Challenges. Aber dafür ist heute recht leer und wir haben freie Bahn, um den Rücken zu zerpflücken. Das sind nicht 47 Grad. Noch nicht. Jetzt könnt ihr vielleicht ahnen, wo es hingeht. Aber Alice Ehrenfrau ist dabei, nicht nur heute, sondern auch die nächsten Wochen. Und dann können wir auf jeden Fall die Prep gemeinsam durchziehen. Aber muss sagen, ja, läuft jetzt richtig smooth. Ich bin mittlerweile, wir haben 7,5 Wochen noch. Und ich bin so richtig in diesem San Bernardino, a.k.a. dem Tunnel, dem tiefen Tunnel drin. Jetzt gibt es erstmal noch Beta-Alanin, Crank Pump Pro, Grizzly Shreds. Grizzly Shreds gibt es, by the way, nicht mehr. Müssen wir gucken, ob wir nachproduzieren. Aber ich habe noch eine Dose, deswegen dachte ich mir, kann nicht schaden. Und das pfeife ich mir jetzt rein. Dann wird noch ein bisschen gechillt, gequatscht und dann Rücken zerpflückt. Ballern, bis der Arzt kommt. Oh, geil. Es waren noch nicht meine Gelenke, die sich so anhören, sondern die gute alte Überzugmaschine am Start. Die läuft nämlich noch hier über Ketten. Die funktioniert aber auf jeden Fall. Ich habe die erste Olympia-Prep hier immer wieder gemacht und bin jetzt vor 1-2 Wochen einfach mal wieder rangegangen. Die hat auf jeden Fall gut reingezwirbelt. Deswegen fangen wir heute mit der an. Es kann auf jeden Fall nicht mehr Dorian Yates-like sein, das heutige Training. Aber bekanntlich hatte der einen geilen Rücken und es funktioniert. Deswegen arbeiten wir uns hier hoch. Ein alter Breakdance-Trick, sage ich euch, weil wichtig ist hier, dass die Schuhe unten, ja, es fängt am Boden an. Es ist wichtig, dass ihr da auf jeden Fall auch einen guten Grip habt. Und als Breaker hast du früher einfach so, ja, wir sind im Gym, kann man auch ein bisschen dirty sein. Einfach hier drüber wischen und dann hast du hier einen richtig guten Grip drin. Und so kann man sich da gut stabil in die Maschine reindrücken. Stabil wollen wir alle werden, deswegen für mich auch ganz, ganz wichtig, jede Übung so stabil wie möglich zu machen. Das ist super wichtig. Schiebt die Brust hier raus und wenn ihr runter geht, lasst die Ellenbogen innen, dehnt den Lat hier auf und dann, wenn ihr wieder, es ist wie als würdet ihr so einen Backflip ziehen, so gefühlt, und dann läuft der Hase. Also am Training hat sich immer noch nichts verändert. 2, 3, 4 Warm-up-Sätze hier gemacht und jetzt scheppern wir durch. Schatzi, hilfst du mir kurz ein? Gleich, perfekt. Das eigene Training ist definitiv wichtiger. Nee, Spaß, aber ich versuche auf jeden Fall die Kraft so gut wie es geht zu halten, aber auch wirklich sauber zu trainieren und ja, zu gucken, dass ich nicht einfach dumm rumschwinge. Also gezielt Schwung einsetzen ist gut, aber alles im Rahmen.
Wichtig ist, dass ihr in den Sätzen voll da seid. Ich habe mich darauf verändert. Wir haben vorher ein bisschen gesprochen drüber off-cam, was jetzt die Vorbereitung so anders ist. Wir sind zwar tiefer mit den Kalorien, müssen härter pushen, haben zwar auch schon einen viel niedrigeren Körperfettanteil, aber dieses positive Mindset, was ich mir angeeignet habe, gerade nach unserem Besuch in Wien, muss ich ehrlich gestehen, davor war es echt ein bisschen Krise. Aber dieses Mindset macht so viel aus, ich sag's euch. Ich gehe da durch, no distractions. Ich blödel hier rum, dumm gesagt, und quatsch mit Leuten vor und nach dem Training. Aber wenn ich da bin, wenn der Satz ansteht, bin ich Vollgas drinne und habe die schlimmsten Gedanken im Kopf. Und das ist das Wichtige. Ich sehe auch immer Jungs hier, die sich gerade für Meisterschaften vorbereiten. Die sind dann so permanent, also so die ganze Zeit abgefuckt. Und da müsst ihr einfach versuchen, Körper und Geist nicht miteinander zu koppeln. Vielleicht geht es euch mal geistig nicht so gut. Ihr wacht morgens auf und denkt euch tot. Aber das bringt nichts, wenn ihr eurem Körper die Signale gibt. Und andersrum genauso. Wenn ihr körperlich mal durch seid, durch wenig Essen und so, lasst es nicht an euren Geist rankommen. Und das ist ein ganz, ganz großes Learning, was ich gelernt habe. Und siehe da, wenn du das umstellst, klickt es auch einfach perfekt zusammen. Und gerade das Training einfach wieder so Liebe für mich. Es ist so Therapie. Und das war echt eine längere Zeit nicht der Fall. Muss ich Real Talk mit euch reden. Hat sich dann fast schon jobmäßig angefühlt. Und ja, jetzt lodert das Feuer, Alter. Ich sag's euch, und jetzt gibt's 7 Wochen komplett auf die Fresse. Christian, where are you? Kannst du mir einen spotten hier? Ich brauche einen starken Mann. Kriegt der ein bisschen Spucke ab während dem Satz. Freue ich mich Komm, sehr. du Sau. Bisschen mehr. Okay. Die Maschine auch ziemlich schwierig ohne Spotter, weil ihr merkt, hier kackt man ab, aber der Lat hat noch ein bisschen Kraft. Oh, 2 Sätze, Kohlenhydrate zwar gerade nicht so viele am Start, aber es gibt Mittel und Wege für den guten Pump. Und deswegen sage ich, ich zeige euch mal was Neues. Kommt mit. Mein Geheimnis wird jetzt geleakt. Ihr nehmt hier einen Designer Oat Bar und krümelt den jetzt hier rein, mischt das Ganze dann um mit einem normalen Designer Bar. Macht noch Spaß. Mit der Kombi, die wird euch so als Stein im Magen liegen. Da könnt ihr nicht mehr vernünftig trainieren. Aber was nicht als Stein in euch drin liegt, ist das neue Produkt. Wir haben den Intra am Start. Passend dazu, Christian, guck mal, wie viele Produkte der hier stehen hat. Ja, hier, guck mal. Andere Marken? Ja, Das neue ESN andere Marken, das ist auch völlig egal. Andere Marken sind auch okay, wir tolerieren alles. Aber der hat hier 4 Produkte und da hätte ich dir einfach hier eine wunderschöne Dose. Von nichts kommt nichts. Da hast du alles in einem drin. Wow, das ist ja 4 Dosen Wahnsinn. ersetzt 1. Und davon In einem Temperatur 30%? 20%, wenn ihr das Video seht. Aber schmeckt auch geil. Riech mal daran. Gut, man kann ja
noch argumentieren, Gott sei Dank hast du die ERAs von ESN, dann schmeckt es nicht ganz so beschissen, dein Shake. Aber ihr wisst, ihr merkt, wir lieben uns hier. Aber schreiten wir weiter zur Tat, denn es geht gleich weiter. 50 Gramm ins System. Ganz genau getroffen hier. Geben den ganzen Mix und trinken das jetzt, ganz wichtig, meine Empfehlung. Am Anfang einen guten Schluck, sozusagen als Kickstart und dann übers Training verteilt bis vor die letzte Übung das Ganze immer wieder runter. Ich fülle das auch ein paar Mal auf. Wie gesagt, ich empfehle nochmal 1,5 Liter Wasser bis 2 Liter Wasser dazu. In den Shakern haben wir 700 ml, also nach Adam Riese oder wie das heißt, haben wir hier 2,5 Shaker voll. Damit kommen wir gut hin und es füllt unser Training mit Energie. Gerade in der Diät hilft es extrem. Ihr kennt es ja so nach der zweiten, dritten Übung. Geht so langsam die Energie ein bisschen und fadet und damit habt ihr das nicht. Zusätzlich habt ihr Cluster Dextrin drin, was nicht nur für Energie sorgt, sondern eben auch kein Blut bei der Verdauung braucht. Sprich das ganze Blut, was ihr jetzt, wenn ihr das hier während dem Training fressen würdet oder Haribos oder so oder Dextrose, die hättet ihr dann im Magen, das Blut. Und wo wollen wir es haben? In den Muckis. Neben dem Cluster haben wir natürlich noch Aminos und das müsst ihr euch wie so ein Tor vorstellen. Ihr ballert im Training, ihr gebt Gas, macht das Tor auf. Das hat Milos mal ganz gut erklärt. Und dann wird das Ganze mit dem Insulin, mit den Kohlen, also im Training schüttet ihr Insulin aus und dann wird das ganze Cluster, die Aminos, die da drin sind, das Glutamin, das Taurin, Elektrolyte, also alles, was wir da reingeballert haben, in eure Muskelzelle transportiert und sorgt dafür optimale Regenerationsprozesse. So, genug von der Geschichte. Gibt es jetzt bei ESN zu erwerben. Code Polacco, das Ganze unterstützen. Sour Power, mein Favorit. Ich finde Lemon beschissen, aber ist euch überlassen. Lemon feiere ich generell nicht so. Aber was ich feiere, ist die nächste Übung und das sind Lat Pull-Downs. Also entweder habt ihr da ziemlich große Beine, der hier davor drin trainiert hat. Oder so ist es ziemlich tief hier in der Geschichte. Auch wenn es unangenehm ist in der Vorbereitung, versucht wirklich auch schwere Sätze mit einzubauen. Gerade der erste, ihr wisst, ich arbeite mich hoch, mache den Topsatz ziemlich schwer, 6 Wiederholungen. Ist auf jeden Fall eine Rep-Range, die ziemlich tief ist, aber ich habe gemerkt, einfach der Mix aus beiden, beziehungsweise aus allen Wiederholungsbereichen, ist super wichtig. Und sollte auf jeden Fall immer abgedeckt werden. Aber ich versuche auch, gerade am Anfang, die ersten 3 Übungen meistens, manchmal auch die ersten 2, wirklich schwer zu machen, wenn ich auch noch die volle Konzentration habe. Und dann merkt man so gegen Ende hin vom Training, mache ich, also Muskelversagen ist klar, das holen wir uns immer ab, aber eben dann auch gegen Ende hin mehr isolierte Übungen beziehungsweise auch mehr Wiederholungen. Dann merkt ihr zum Beispiel später dann auch, wenn ich die Hi-Rows mache, die sind eigentlich immer über 10 Wiederholungen. Und so fahre ich ganz gut. Wer noch nicht rein folgt bei Insta oder jetzt neuerdings auch bei Snapchat, sollte es auf jeden Fall an der Stelle mal tun. Aber habe ich auch darüber geredet, dass ich gerade alles autoregulativ mache. Und ich sag's euch, es läuft so geisteskrank. Also ich habe meinen Split, meine 5 Tage Training, meine festen Rest-Days und weiß, was ich trainiere.
wie heute Montag, Rücken und Trapez und hintere Schulter. Aber ich habe so einen Übungspool mittlerweile. Den kennt ihr auch, wenn ihr meine Videos schaut. Wie die Nautilus Pulldown, wie die DY-Row, wie die Row, wie die am Kabel oder die High Row. Das sind eigentlich Lat Pulldowns oder so. Das sind immer dieselben 6, 7, 8, 9 Übungen, die ich geil finde für meinen Rücken. Die passen. Und da wähle ich immer draus aus. Und muss sagen, auch da ist die Sache, du gehst in die Übung rein und wenn du so richtig Bock drauf hast, dann knallst du da einfach anders rein. Und ich sitze dann daheim, esse mal Lunchpudding und denke mir, okay, was habe ich heute richtig Bock so? Weißt du, wo willst du die Sau so rauslassen? Und dann schreibe ich es mir auf, mach die. Und seitdem ich das so mache, ist brutal. Und wenn du halt immer so dem Gewicht hinterher rennst, gerade bei Rücken, ziehst du halt irgendwann nichts mehr aus dem Rücken, aber freust dich, ja okay, ich habe mich gesteigert vom Gewicht. Und muss immer wieder darauf hinweisen, weil mich viele Oldschooler auch darauf hingewiesen haben, wir machen Bodybuilding und kein Powerlifting so. Und es ist schön, wenn du 300 Kilo Kreuz heben kannst, aber wenn der Rücken bzw. deine Beine scheiße aussehen, dann bringt dir alles Gewicht der Welt nichts. Wir nutzen das Gewicht als Tool, um unseren Körper zu kreieren, wie ein Künstler seine Farbe und seine Pinsel für sein Kunstwerk, so wie er das Gewicht. Mehr Gewicht im Nacken als ein Lastwagenfahrer. Und natürlich wird jetzt auch weiter gerudert. Auch eine bisschen dynamischere Übung. Wir sehen ja mittlerweile nur noch unsere Science-Jungs am Kabel mit super langsamen Kontraktionen. Und es muss nicht sein, dass ihr langsam zieht. Der Zug sollte explosiv sein. Natürlich nicht ohne den Muskel zu aktivieren. Aber der muss nicht ultra langsam kommen. Da könnt ihr schon explosiv rauspolzen. Wichtig ist nur der Umkehrpunkt und die Negative, die nicht irgendwie sloppen zu lassen. Und da könnt ihr richtig gut selber entscheiden, wie weit ihr das Ganze dehnt. Und ja, da mit der richtigen Technik drin zu stehen, sprich rechte Seite, rechtes Bein lehnt sich an, rechter Arm zieht und links stützt ab. Für alle Leute mit Rechts-Links-Schwäche, liebe Grüße. Ihr wart jetzt wahrscheinlich gerade so, was? Aber wenn ihr das richtig macht, verspreche ich euch, geht da einiges. Hier war mir einfach wichtig, dass jede Wiederholung auch ankommt. Wir nicht anfangen, die Hüfte einzudrehen, den Rasenmäher anzuschmeißen, sondern da richtig in den Lat reinziehen. Deswegen im ersten Satz 13 Wiederholungen geschafft und dementsprechend werde ich jetzt womöglich nicht 13 packen, aber ich werde mir alle bösen Dämonen im Kopf zusammen sammeln, um da auf jeden Fall auf 10 oder so zu kommen.
Also vergesst sowas wie 4 mal 10. Wenn ihr 4 Sätze gleiches Gewicht 10 Wiederholungen macht, sagt das ziemlich viel aus. Und zwar, dass ihr euch in keinem Satz ans Muskelversagen trainiert habt. Denn es ist nicht möglich, auch wenn ihr macht einen halben Tag Pause, die Wiederholung da zu matchen. Und dementsprechend könnt ihr euch so ein bisschen selbst kontrollieren. Die Maschine ist so vielseitig einsetzbar. Wir haben jetzt 2 einzeln weggerotzt. Da ich aber auch unbedingt meine Connection zum Rücken immer mehr verbessern will, finde ich auch bilaterales Rudern, also mit beiden Armen, extrem wichtig. Und deswegen machen wir hier noch einen Satz mit leichterem Gewicht und versuchen richtig. Liebe Grüße an Chris Cormier, haben wir auch gemacht. Ihr seht, auf meinem Pfad picke ich mir immer meine Rosinen raus und implementiere oder baue die in mein Training mit ein. Und so kommt ihr auf jeden Fall weiter. Immer den Kosmos erweitern. Aber so knall ich dann jetzt noch einen Satz weg. Mach den Sitz auch wieder höher. Mach das Ganze im Sitzen. Oh. So. Es braucht ein bisschen Geduld beim Aufbauen der nächsten Übung, aber ich sag's euch, manchmal lohnt sich geduldig sein. Und wenn du in dem Sport hier keine Geduld mitbringst, dann wirst du eh nicht weit kommen. Aber eine saugeile Übung. Wer eine gute High Row hat, eine von Hammer oder die von Panatta ist auch ganz gut, fällt mir jetzt spontan ein. Der kann auch einfach die machen, aber manchmal muss man sich an die Gegebenheiten anpassen und dementsprechend habe ich mir hier ein eigenes Setup hingeschraubt und muss sagen, finde ich sogar noch irgendwie ein Stück geiler. Wie gesagt, es braucht ein paar Vorkehrungen, wie zum Beispiel genau diese blaue Bank. Genauso wie diese Griffe von meinen Homies von PA Sports. Ich stand bei der GNBF zusammen mit Pascal Haag und seinem Bruder Alexander und die haben die haben die Griffe hier produziert und mir vor, keine Ahnung, 2019 oder so welche zugeschickt. Die habe ich hier den Bunker gestiftet, wie zum Beispiel auch den Gympin oder ein paar andere Geschichten, aber daheim kann ich nicht viel mit anfangen. Aber ja, mit dem Setup habe ich da was Geiles gefunden und es attackiert nochmal richtig aggressiv den oberen Rücken auch, den Trapez, gerade so den Part zwischen euren Schulterblättern auch und da zieht ihr dann echt nochmal gut rein von so einer schrägen Position. Wichtig hier nur, wenn da ordentlich Gewicht drauf kommt, hebt die Bank weg, deswegen brauchen wir noch ein bisschen Gegengewicht. Eins zum Reinkommen hier und wir brauchen auf der anderen Seite auch wieder mehr Gewicht, also wir pendeln das hier aus, aber ich bin froh drüber, denn die Kraft kann ich doch relativ gut halten. Ist einfach dem geschuldet, dass ich das erste Mal wirklich das 1000-prozentige Vertrauen habe, auch zu Stefan, und wirklich begonnen habe,
nicht immer mehr Sätze zu machen. Also könnt ihr euch vorstellen, meine Wettkampfvorbereitung hat früher immer so begonnen. Keine Ahnung, Rückentraining 12 Sätze und am Ende war ich pro Rückentraining so 3-4 Wochen vorm Wettkampf bei 20, 24 Sätzen. Also waren gute 40 Sätze Rücken die Woche. Und ja, das war nicht so optimal. Das habe ich jetzt sein lassen. Auch Intensitätstechniken mache ich nicht zu viel Scheiße. Und vertraue der ganzen Geschichte und muss sagen, es funktioniert ganz gut. Aber rein von der Logik betrachtet macht es auch Sinn. Denn wir geben unserem Körper weniger Energie und versuchen dann mehr Trainingsvolumen zu machen. Macht irgendwie keinen Sinn. Also macht mehr Sinn im Aufbau, das Volumen hochzuschrauben, weil ihr es auch regenerieren könnt. Aber in der Diät ist das Fehlanzeige. Okay. Puh. So, weiter geht's. Rücken haben wir durch. Bin auf jeden Fall zufrieden. Pump könnte besser sein, aber das ist nicht immer, wie gesagt, ist nicht immer das, was maßgeblich ist. Jetzt mache ich, habe ich erst seit letzter Woche mit dabei. Hier 3 Sätze Reverse Butterfly. Wir merken auch, wir kommen dem Trainingsende näher. Das ist jetzt der 3. Shaker vollgefüllt und wir haben fast nichts mehr drin. In diesem Sinne. Den kleinen Rest, den gibt es noch vor der letzten Übung. Aber jetzt wird erstmal hier gebolzt. Das ist schon schwer so hier. So, komm. Oh, da hat sich nichts mehr bewegt, oder? Eher nicht. Sehr gut. Hier auch ganz wichtig, versuchen, die Bewegung ganz groß zu machen, so als würdet ihr ganz weit weg von euch die Ellenbogen bzw. die Hände nach hinten führen. Also nicht versuchen, hier kleiner zu werden und an den zu machen, sondern bleibt da richtig groß. Und ich sag's euch, ich spüre die auf jeden Fall gut. Also war eine gute Entscheidung, das Ganze hier auf jeden Fall auch nach dem Rückentraining mit rein zu verbinden. Kommen wir jetzt zur letzten Übung. Einfach weil ich noch mehr von diesen Trapez haben will. Und zwar hier, ganz wichtig, ich zeig's euch mal. Vorhin haben wir ja den Griff hier gemacht. Und da haben wir ja wirklich versucht, oben in den Rücken reinzuziehen. Jetzt, das mag ein bisschen komisch aussehen, aber wollen wir wirklich nur den Trapez trainieren. Und die Funktion von dem ist einfach hier hinten das Zusammenführen der Schulterblätter. Ihr habt es gesehen, ich habe es vorhin im letzten Satz bei den High Rows auch so gemacht. Weil ich da einfach nicht unbedingt hier oben die Upper Traps sozusagen, sondern hinten die tieferen, so die Kapuze unten, den Zipfel, da richtig erwischen will. Und dementsprechend mache ich die auch noch isoliert. Wo ihr mehr haben wollt, darauf müsst ihr euch fokussieren. Ganz einfache Sache im Bodybuilding. Und deswegen habe ich einfach ordentlich Gewicht drauf geklatscht und versuche jetzt eben hier aus der Bewegung mit dem Griff hier die Geschichte reinzuziehen.
Und weil es auch viele interessiert, beziehungsweise öfters gefragt wurde, 120 Minuten, 2 Stunden. Und so sage ich mal, wenn ich alleine trainiere, mit Kopfhörern drin und so, bin ich da mit der Session so in 90 Minuten, 100 Minuten durch. Also 1,5 Stunden für so ein Training, dass ihr auch ungefähr mal wisst, wie lange ich immer für das Ganze brauche. Und länger als das trainiere ich eigentlich ungern. Ich würde jedem empfehlen, der länger als 1 Stunde trainiert, auch den Intra-Workout zu konsumieren. Denn irgendwann wird es halt Katabol und der hilft auf jeden Fall. Ich bin ja auch nicht einer von den Verrückten, der sich im Gym hinsetzt und dann direkt seine Kelloggs isst. Das finde ich eine der schlimmsten Sachen, die ihr machen könnt. Denn der Körper muss jetzt erstmal runterfahren. Das Coole ist, im Intra ist gleich noch Glutamin mit drin. Das fährt euer System nach dem Training dann noch runter und bereitet auch die bessere Aufnahme der Kohlenhydrate vor. Dementsprechend fahre ich mit der Bahn nach Hause, mache ganz entspannt, muss mir keine Sorgen machen, dass ich Katabol gehe und Muskeln verliere und esse dann daheim ganz entspannt. So sieht's aus. Letztes Training aus dem Bunker. Morgen geht's nach Dubai. Was da abgeht und wo wir da trainieren werden und vielleicht mit wem und so. Abonniert den Kanal und bleibt dabei. 7 Wochen bis dahin, maximalen Support. Jetzt auch bei Miracle vorbeischauen, die Olympiaboxen abchecken. Wenn noch welche da sind, sind auf jeden Fall streng limitiert. Haben sie jetzt auch richtig verschweißen lassen. Also wenn ihr euch 2 holt, könnt ihr, meint der ein oder andere Sammler, die als Reseller in 5 bis 10 Jahren ordentlich verkaufen. Aber ich bin sprachlos jetzt schon für den Support. Also alles andere ist einfach Bonus. Das Geilste ist einfach, dass mir das, was ich mache, wieder richtig Spaß macht, richtig Freude bringt. Auch der Content, ihr merkt, ist, glaube ich, ein bisschen anders geworden. So, ich bin einfach wieder ich selbst. Ich bin richtig fröhlich, muss ich sagen. Und bin einfach happy drüber, dass ich den Sport machen kann, dass ich mein Leben mit dem Sport so gestalten kann und versuche das Ganze als geile, positive Message an euch auch zu spreaden. In diesem Sinne, ich bin durch, bis zum nächsten Mal, euer Urs, haut rein.